Köln und hallo zu Hause vor dem Livestream. Wir feiern heute den 13. Worldwide Day of Genital Autonomy. Mein Name ist Gieslinde Naui und ich spreche für den Bund für Geistesfreiheit Bayern. Wir sind die atheistische Alternative zur Kirche. Wir setzen auf Menschenrechte und auf säkularen Humanismus und deswegen haben wir natürlich zum Thema genitale Selbstbestimmung und Gleichstellung etwas zu sagen. Die universellen Menschenrechte, die sollen ja allgemeingültig sein. Das heißt, die sollen für alle Menschen gleichermaßen gelten. Und das bedeutet, sie sollten auch für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen gelten. Also egal welche Religionsgemeinschaft, welche Weltanschauungsgemeinschaft, Hautfarbe, verschiedene Völker, verschiedene Geschlechter, einfach alle. Das ist eigentlich logisch. Und das heißt im Klartext, das, was ich von anderen verlange, das muss ich von mir selbst auch verlangen. Und deswegen sollten wir dringend aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wenn es um die weibliche Genitalverstümmelung geht, dann sind wir ziemlich schnell dabei mit solchen Aussagen wie, was die da mit ihren Töchtern machen, das geht ja gar nicht. Und wir müssen denen jetzt erklären, dass das eine Menschenrechtsverletzung ist. Und die müssen endlich verstehen, dass sie das mit ihren Frauen nicht machen dürfen. Ich kann dieses gratis Mutgebet wirklich langsam nicht mehr hören. Ich bin es echt leid. Ich lebe in einem Land in Deutschland, wo seit 13 Jahren Kinder, die mit Penis auf die Welt gekommen sind, einfach schutzlos dem Willen von Erwachsenen ausgeliefert sind. Das bedeutet, ich darf als Mutter entscheiden, meinem Sohn jederzeit ohne Angabe von Gründen ein Stück vom Pimmel abzuschneiden. Und wenn der Junge erwachsen ist, dann wird er nicht einmal das Recht haben, mich dafür juristisch zu belangen. Da sind wir von der Gleichstellung in puncto genitale Selbstbestimmung wirklich sehr, sehr weit entfernt. So, und warum ist das so? Jetzt zeige ich mit dem Finger auf meine eigene Kultur. Wir sind eine Beschneidungskultur sondergleichen. An jedem Arbeitsplatz, an jedem Stammtisch, bei jeder Freizeitaktivität sitzen unendlich viele Männer herum, die gebetsmühlenartig erzählen, dass sie als kleine Jungs ja nur medizinisch beschnitten worden sind und dass das alles ja gar nicht schlimm ist und das total in Ordnung ist und es gab ja keine andere Möglichkeit und es ist alles richtig und gut und im Zweifelsfall finden sie das auch noch toll. Ja. Und dann stehe ich da und sage, warum ist das eigentlich Selbstbestimmung, wenn ein Mann in Deutschland sowas sagt? Und einer Frau in Indonesien würde ich nicht zugestehen, dass sie so über ihren Körper spricht. Das ist nicht Ausdruck von Gleichstellung oder Gleichberechtigung. Das ist einfach nur Ausdruck unserer eigenen Feigheit, uns mit unserer Kultur auseinanderzusetzen. Und jetzt muss ich noch einen draufsetzen. Ich stehe hier als Frau und als Feministin, die sich einsetzt für einen säkularen Staat, für eine weltanschaulich neutrale Gesellschaft. Und ich bin empört darüber, wie wenig Frauen sich bei uns in den säkularen Reihen finden. Denn Religionsgemeinschaften haben immer und als allererstes Frauen und Mädchen in ihren Rechten beschnitten und unterdrückt und uns einfach diskriminiert und zu Menschen zweiter Klasse gemacht. Wo sind die Frauen, die sich für eine säkulare Weltordnung einsetzen? Ich meine, Beispiel ist ja nur die katholische Kirche, die Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt. Und ich kenne zig Frauen, die beispielsweise eben zur katholischen Kirche rennen und dort ihre ganze Energie und Freizeit reinstecken und sich engagieren. Das ist mein Appell an euch, Schwestern. Kommt zu uns in die säkularen Reihen und engagiert euch für eine weltanschaulich neutrale Gesellschaft, auch hier bei uns, gegen das Patriarchat und für uns Frauen. So, und jetzt komme ich zu den Männern. Ich erkläre es jetzt nochmal. Feminismus bedeutet Gleichstellung der Geschlechter. Und gerade von Männern kriege ich dann oft mal erklärt, ja, das ist doch kein Feminismus, das ist Humanismus. Ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser sprachlichen Transferleistung. Das ist theoretisch auch absolut richtig. Aber in der Praxis haben die Humanisten jetzt nicht so viel für Frauenrechte gemacht, historisch gesehen. Das sind Feministinnen gewesen. Das waren starke Frauen, die sich in einem langen und mühevollen Kampf dafür eingesetzt haben, dass ich heute wählen gehen darf, dass ich auch ohne Ehemann eine juristisch vollwertige Person bin, dass meine Stimme vor Gericht gleich viel zählt wie die eines Mannes und so weiter. Die haben das für uns erstritten und nun lebe ich in einer Gesellschaft, wo die Geschlechter beinahe gleichberechtigt sind. Nicht so bei genitaler Selbstbestimmung, denn wie gesagt, seit 13 Jahren haben wir ein Gesetz, das es Erwachsenen gestattet, ihren Söhnen am Genital etwas abschneiden zu lassen, ohne deren Einwilligung und auch ohne Angabe von Gründen. Und das ist die Legalisierung einer Körperverletzung, exklusiv für Jungs. Und wer steht jetzt hier und setzt sich da ein?
Ja, natürlich, auch Humanisten, klar. Aber von Anfang an waren hier extrem viele Frauenrechtsorganisationen dabei. Also Feministinnen, die ihr so belächelt, ja. Und ich glaube, ihr habt noch nicht so richtig verstanden, was dieses Gesetz bedeutet. Das betrifft euch. Das betrifft euch Männer, ja? Und ich stehe hier als Feministin eben zusammen mit Humanisten, mit Ärztinnen, mit Verbündeten aus der Queer-Community und mit den wenigen Männern, die die Eier haben, sich hier hinzustellen und das zu verurteilen, was man ihnen als wehrlose Kinder angetan hat. Wir stehen hier. Und wer fehlt? Ja, es fehlen all diese Männerrechtler und die Männercoaches und die Männerarbeitbetreibenden und die Maskulisten. Entschuldigt, dass ich euch jetzt alle in einen Topf werfe. Aber dieses Gesetz betrifft euch. Ihr seid diejenigen, deren Rechte hier eingeschränkt werden. Wo seid ihr? Die Incels rotten sich im Internet zusammen zu Gruppen und beschweren sich, dass sie keine Frauen abkriegen. Sie heulen in ihr Kissen und verlangen vom Staat, dass er ihnen jetzt eine Partnerin zuteilt. Die ganzen selbsternannten Männer-Coaches und wie sich die ganzen Alpha-Clowns alle nennen, was haben sie auf ihrer Agenda, was wir Frauen ihnen alles weggenommen haben. Führungspositionen, die Führung am Arbeitsplatz, im Vorstand, in der Familie, in der Beziehung und so weiter. Und neuerdings kommen sogar Mädchen als Hauptfiguren in Jugendromanen vor. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Das sind eure Themen. Und wenn ich euch dann frage, wollt ihr vielleicht mal was dagegen machen, dass männliche Genitalverstümmelung in Deutschland erlaubt ist, dann guckt ihr mich mit großen Augen an und habt einfach nicht begriffen, um was es hier geht. Ihr könnt wirklich froh sein, dass ihr nicht um euer Wahlrecht kämpfen musstet, denn ihr hättet bis heute nicht begriffen, dass ihr diskriminiert werdet. Und abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich aus meinem eigenen feministischen Lager sehr oft die Rückmeldung bekomme, so ganz irritiert, du könntest jetzt mal aufhören, dich hier hinzustellen. Das müssen die Männer schon alleine hinbekommen. Ja, und ich sage euch, ich bin manchmal wirklich leid, dass ich hier stehe für ein Unrecht, das mich überhaupt nicht betrifft, ja, und mir dann auch noch sagen lassen muss, die Feministinnen und so weiter. Aber dann sage ich mir, das sind Kinder. Die können sich nicht selber wehren. Und dafür, dass ihre ach so starken Geschlechtsgenossen, die Erwachsenen in den Arsch nicht hochkriegen, da können sie auch nichts dafür, ja. Und dann gibt es auch noch Männer, die sich feministisch engagieren, die gibt es auch. Und auch wenn ihr das nicht so nennen wollt, das macht nichts, das ist trotzdem gut. Und dann gibt es noch den Humanismus, für den ich in einer kleinen, unbeugsamen Gruppe in Bayern dafür kämpfe, dass Staat und Gesellschaft endlich weltanschaulich neutral werden. Ich werde weitermachen und ich tue es gerne. Aber ich kann euch das Männer nicht ersparen. Ich sag's euch jetzt nochmal. Männer, es ist Zeit, dass ihr euch endlich wehrt, weil ihr es euch wert seid. Vielen Dank.